Albert Einstein hat einst gesagt, die einzig wirklichen Feinde eines Menschen sind seine eigenen Gedanken. Hatte er wirklich recht? Stimmt das? Oder kommt es darauf an, wie man mit Gedanken umgeht? Das schauen wir uns heute in diesem Video einmal genauer an. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um Gedankenhandlungsfusion bzw. Gedankenhandlungsdiffusion. Was ist denn das jetzt schon wieder? So, ganz kurz. Gedankenhandlungsfusion ist eine Art, wie Menschen mit ihren Gedanken umgehen, wie sie sich mit ihnen identifizieren, beziehungsweise wie sie bewerten und wie sie dann anschließend dann auch unter Umständen sich verhalten. Das können verschiedene Dinge sein, die ich dir in diesem Video heute alle erklären werde. Und Gedankendiffusion wäre dann praktisch das genaue Gegenteil. Man hat schon vor mehreren Jahren herausgefunden, dass Menschen, die unter Angststörung oder verschiedenen Zwangsgedanken oder auch allgemein in den Zwangsstörungsspektrum unter dieser Gedankenfusion leiden, also diese Art, wie sie denken, aber auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Traumaten und Depressionen findet man immer wieder diese, kann man jetzt vielleicht sagen, diese Formel, diese Art zu denken, wie diese Menschen mit ihren Gedanken umgehen. Und jetzt hör mir mal ganz genau zu, dass dieses Video ist ganz, ganz besonders wichtig für dich, denn wenn wir herausfinden, wie wir und warum wir so eine Fusion in uns drinnen haben, können wir mit der Diffusionstechnik, die ich dir heute oder beziehungsweise beim nächsten Mal dann im zweiten Teil zeigen werde, uns dauerhaft mit Übungen von dieser Art zu denken auch befreien. So, und jetzt versuchen wir einmal herauszufinden, ob der Herr gute Einstein tatsächlich recht hatte, dass die einzig wirklichen Feinde des Menschen seine eigenen Gedanken sind. Und da habe ich mir mal dieses Konzept des Gedankenhandlungsfusion überlegt, beziehungsweise mich auch damit sehr stark beschäftigt, um mal zu sehen, wie stark eigentlich wirklich Gedanken uns belasten können und was die Ursache daran eigentlich ist. Denn viele haben Probleme mit ihren Gedanken und viele nicht. Manche Menschen kriegen Depressionen, manche Menschen haben Angststörungen, manche haben Zwangsgedanken. Aber stopp! Auch Menschen, die keine psychische Störung haben oder keine psychische Krankheit, haben auch sehr stark, sehr oft im Alltag oder ihren Leben Zeiten, wo sie sich in eine starke Gedankenhandlungsfusion begeben. Und da habe ich dir jetzt einmal zwei große Beispiele gezeigt, wo wir uns unbewusst, und wenn du dir das jetzt in diesem Video bewusst machst, kannst du vielleicht schon mal im Alltag dich öfters entdecken, wo du gerade in einer Gedankenhandlungsfusion drinnen bist. Und da fangen wir einmal an mit Punkt Nummer 1. Probabilistische Gedanken. Was ist denn das? Probabilistische Gedanken sind zum Beispiel, kennt vielleicht jeder, es ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe den Gedanken gehabt, ich muss hier morgen in den Urlaub fahren oder ich muss irgendwo in eine andere Stadt fahren und mir schoss der Gedanke, also die Intrusion in den Kopf, was ist, wenn ich einen Autounfall habe oder bekomme? Und jetzt tun diese Menschen ganz unbewusst, ohne dass sie es gar nicht merken, wenn ich diesen Gedanken habe, dann kann das vielleicht die Wahrscheinlichkeit ja erhöhen. Diesen Gedanken haben sie anschließend vielleicht ja gar nicht. Aber die Einstellung, dieses Fühlen, und das löst dann Gefühle aus, weil sie dann innerlich dann denken, wenn ich daran denke, dass ich einen Autounfall habe, erhöht es die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen versetzen sie sich dann in Angst. Man könnte jetzt ja ganz viele andere Beispiele nennen. Ich treffe mich morgen mit einer Frau, wenn ich mich da blamiere. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Was ist, wenn mir ein Furz rausrutscht oder sonst irgendwas? Die Gedanken gehen natürlich ins Unendliche. Und das wäre so ein probabilistisches Denken. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 2. Die moralischen Gedanken. Auch sehr, sehr, sehr oft bei allen Menschen. Vielleicht kennst du das auch. Also mir ist das früher zum Beispiel sehr oft passiert. Passiert mir aber heutzutage auch noch. Und das kommt jetzt Folgendes. Vielleicht erkennst du dich da wieder und schreibst mir dann hier unten bitte in die Kommentarbox. Das ist so ein Beispiel wie zum Beispiel,
Ich habe noch keine Grippe bekommen oder ich habe noch kein Corona bekommen. Toi, 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 jetzt habe ich es gesagt. Lieber nicht sagen, weil sonst bekommt man es ja vielleicht. Jetzt habe ich es gesagt, dann passiert es vielleicht. Ich denke jetzt gar nicht drüber nach. Das sind so diese moralischen Gedanken, wo wir gar nicht hinterfragen. Ne? Und jetzt sei doch einmal ganz ehrlich. Und sei mal ganz, ganz objektiv, das ist doch tatsächlich so. Erhöht es die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt darüber spreche oder darüber denke, dass ich dann anschließend eine Krankheit bekomme? Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wir glauben daran. Und wenn du wenn du dich zum Beispiel bei Punkt Nummer 1 und bei Punkt Nummer 2 entdeckst, und öfters in deinen Alltag so herumläufst und solche Gedanken hast und dich dann so damit identifizierst, dann bist du in dem Moment in der Gedankenhandlungsfusion. Und jetzt Stopp. Du leidest jetzt unter Zwangsgedanken als Beispiel. Aufdringliche Gedanken, die sich immer wiederholen. Und liest jetzt vielleicht dieses Wort Handlung. Heißt es, ich könnte doch in die Handlung kommen? Nein, Handlung hat damit zu tun, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise jetzt verhältst. Es kann jetzt zum Beispiel unter anderem sein, dass du jetzt zum Beispiel diesen moralischen Gedanken hattest, toi, 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 und dann verhaltest du dich danach. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt doch diese Krankheit bekomme? Oder ich habe das gedacht über Jesus oder über, wenn du Moslem bist, über Mohammed oder sonst irgendwie was. Der wird mich jetzt bestrafen. Das sind alles so Hintergründe, Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, die uns den Glauben schenken lassen, dass unsere Gedanken in der Depression, in der Angststörung, in der Zeit, in der wir starke Zwangsgedanken haben, dass diese Gedanken irgendetwas mit uns, mit der Welt oder sonst irgendwie was zu tun haben. Und das ist das ganz Wichtige, dass du jetzt in diesem Video verstehst. Ich verlinke dir auch hier oben mal auf den i-Punkt ein Video von mir über Angstgedanken, dass wir alle zwei verschiedene Welten haben. Kannst du anklicken, wenn du möchtest. Dass es bedeutet, wir Menschen haben eine Welt in uns und innen drin und außen gibt es eine andere Realität. So, und jetzt bin ich neugierig, ob du dich da wiedererkennst. Schreib es auch hier bitte wieder in die Kommentarbox, das wäre sehr nett. Wir haben Persönlichkeitseigenschaften, die bei Menschen, ich sag mal, tendenziell stärker vorhanden sind, wenn sie unter Gedankenhandlungsfusion, also stark in der Fusion sind, neigen bzw. da drinnen stecken. Da wäre unter anderem Nummer 1 ganz stark ist eine typische Überverantwortung. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, an Beispielen, ich bin verantwortlich zwar für mich, klar, bin aber auch verantwortlich für den und ich gebe nichts ab und ich muss das kontrollieren, ob der das richtig macht, weil wenn er das macht oder sie das macht oder für mich das erledigt, vertraue ich nicht, weil ich weiß ja nicht, ob der das so gut macht wie ich. Das versetzt dich unter Stress und neigst dann schon tendenziell dazu, auch wieder in die Fusion zu kommen. Also das sind diese typischen Persönlichkeitsmerkmale, die diese Fusion noch stärker verstärken. Was mich schon zu Punkt Nummer 2 bringt, nämlich die absolute Kontrolle. Das hängt schon mit Punkt Nummer 1 sehr stark zusammen, die absolute Kontrolle. Das heißt, du möchtest alles kontrollieren. Und da Menschen, die wo so diese Neigung haben, ich muss alles kontrollieren, die neigen ja auch schon dazu, ja auch schon wieder ihre Gedanken ständig kontrollieren zu müssen. Was ja auch wieder sehr stark zu einer Fusion führt. Weil wenn ich ständig meine Gedanken kontrollieren muss, was ist das Gegenteil von Kontrolle? Angst. Und wenn ich kontrolliere, kann ich Angst auch kontrollieren. Und da ich ja die Fusion habe, dass meine Gedanken irgendwie zu irgendeinem Schaden in mir oder in der Außenwelt führen, muss ich es ja kontrollieren. Was in der Realität und in der Wahrheit völliger Quatsch ist. Aber wir bilden uns ein und meinen, ich muss ständig alles kontrollieren. So, ich werde dir ja auch im nächsten Video mit der Gedankendiffusionstechnik bzw. verschiedene Techniken dann zeigen, wie du im Alltag wieder rauskommst. Aber wichtig ist, dass du das Ganze erstmal verstehst, dass du das verinnerlichst, was du da eigentlich den ganzen Tag machst, wie du durch die Welt rausläufst, wie du dich verhaltest, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Und dann können wir auch sehen, ob der Herr Einstein tatsächlich recht hatte. Was mich jetzt zu Punkt Nummer 3 führt, die Tendenz zur Sorge. Gut, bin ganz ehrlich, alle Menschen auf dieser Welt haben Zeiten, in denen sie mehr Sorgen haben oder weniger Sorgen.
Menschen, die zum Beispiel unter Angststörungen leiden oder sehr starke generalisierte Angststörung, haben natürlich mehr und mehr Sorgen. Na? Also da beobachtet man zum Beispiel die ganze Zeit, was wird mir in der Zukunft passieren? Was wird im Alter passieren? Wie geht es meinen Kindern? Wie geht es mit mir weiter? Und bei denen ist es auch sehr stark, dass sie da voll in der Fusion drinnen sind. Denn wenn sie sich Gedanken machen über die Zukunft und sich darüber Sorgen machen, was passieren kann, ist sehr, sehr unbewusst meistens, dass diese Gedanken, wenn ich sie habe, entweder A, eintreten können oder B, ich sie irgendwie verbessern oder verändern kann. Na, da schreibe ich zum Beispiel auch in mein Buch rein, Zwangsgedanken erfolgreich überwinden, ne? Den ich dir auch hier unten auf Amazon den Link reinstelle. Wenn du möchtest, kannst du es dir auch gerne erwerben. In diesem Buch schreibe ich auch solche Dinge hinein, wie diese Gedanken uns innerlich zerfressen und dafür live sorgen, wie wir uns dann in eine Fusion bewegen, was völliger Quatsch ist. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist sehr, sehr wichtig. Das beobachte ich eigentlich immer. Und vielleicht entdeckst du das oder hast du das bei dir auch schon entdeckt. Das ist eine absolute oder manchmal fast gar nicht vorhanden oder sehr, sehr wenig, eine geringe Sicherheitstoleranz. Also das heißt, Unsicherheitstoleranz. Man hält die Unsicherheit nicht aus oder will sie erst gar nicht spüren. Diese Menschen mit diesen Persönlichkeitsanteil, Stil, den sie drinnen haben, neigen sehr, sehr stark zur Gedankenhandlungsfusion. Sie wollen Unsicherheit nicht spüren. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich möchte Unsicherheit auch nicht spüren. Wer mag das schon gerne? Wir wollen uns alle am liebsten sicher fühlen und unser Nestchen drinnen sein, wohlfühlen und wissen, dass die Zukunft und alles ist geregelt und ich muss mir keine Sorgen machen und mir geht's gut. Ganz klar. Aber es ist ja auch ein Teil des Lebens, dass Unsicherheiten, egal welchen Weg wir gehen, nach links oder nach rechts oder gerade oder sonst irgendwie was, dass wir hin und wieder Unsicherheit spüren. Und diese Menschen mit diesem Persönlichkeitsstil oder Anteil wollen diese Unsicherheit unter gar keinen Umständen spüren. Sie wollen sich eigentlich immer sicher fühlen. Und das ist ja auch eine Illusion. Das ist ja eine Illusion, es ist etwas, was es nicht gibt. Und dann leiden sie natürlich sehr stark darunter, wenn sie sich irgendwann mal dabei entdecken, dass sie diese Unsicherheit gerade in irgendeiner Art oder in irgendeiner Lebenssituation gerade spüren und die wollen sie ja gar nicht fühlen. Ich verlinke dir einmal das Video Die Angst vor dem Kontrollverlust hier unten und oben drüber verlinke ich dir das Video Zwangsgedanken bzw. wie wir mit Unsicherheit umgehen können und uns davon befreien können. Im nächsten Video wird es darum gehen, wie wir uns in die Gedankendiffusion hineinbringen und uns letztendlich von dieser Problematik ganzheitlich lösen können. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.